Der Markt der Kleinen ist von deutschen Automobilherstellern jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt worden. Sieht man einmal vom Käfer ab, so hat es wirklich Jahrzehnte gedauert, bis endlich mit Audi und VW ein vernünftiges Angebot auf den Markt kam. Dazu gesellt sich jetzt der Fiesta von Ford. In ihm stecken mehr als 100 Millionen Mark an Entwicklungskosten. Das optische Resultat ist praktisch deckungsgleich mit der direkten Konkurrenz. Der Polo, der Golf, der Fiat, der Peugeot und wieder der Fiesta. Diese zwillingshafte Ähnlichkeit hat vielerlei Gründe. Da ist zunächst einmal der Zwang zu einer wettbewerbsfähigen Kalkulation. Dann Sicherheitsvorschriften. Dann gleiche technische Konzeption, nämlich querliegender Motor und Frontantrieb. Und nicht zuletzt eine ganze Reihe von computergesteuerten Programmen, die in jeder Automobilfabrik natürlich zu ähnlichen Resultaten führen müssen. Ford bietet diese dreitürige Limousine in 3 verschiedenen Leistungsstufen an. 40 und 45 PS aus 1 Liter Hubraum und 53 PS aus 1100 Kubikzentimetern. Dazu noch Ausstattungsvariationen, die unser Testobjekt, das Basismodell mit 40 PS, für verschiedene Ansprüche aufwerten. Ford hat rundherum ein neues Automobil auf die Beine gestellt. Mit einer Ausnahme. Der Reihenvierzylinder wurde nicht neu entwickelt, sondern ist eine Variante jener Maschine, die schon seit langem im Escort Dienst tut. So findet man unter ihren technischen Daten beispielsweise keine oben liegende Nockenwelle. Stoßstangen besorgen das Geschäft der Ventilsteuerung. Die 40 PS werden bei 5500 Umdrehungen abgegeben. Beschleunigung von 0 auf 100. Dem Fiesta kommen dabei seine gut abgestimmten Übersetzungsverhältnisse zugute. Er schafft die gesetzte Marke in 19,6 Sekunden. Zum Vergleich: VW Polo 19,4 Sekunden, Fiesta 19,6, Renault 5 20,3, Opel Kadett 20,5 und Mini 1000 26,0 Sekunden. Die 1000 Kubikzentimeter Maschine des Ford Fiesta macht einen durchaus drehfreudigen Eindruck. Sie ist, soweit man dies in dieser Kategorie erwarten kann, nicht unelastisch und verrichtet ihren Dienst außerdem mit der gebotenen akustischen Zurückhaltung. Sie verleiht dem Fiesta eine Höchstgeschwindigkeit von 134 Kilometern pro Stunde. Der Fiesta auf Verbrauchsfahrt. Bei zügigem Tempo auf der Landstraße 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Autobahnverbrauch bei Durchschnittstempo 110 8,3 Liter. Kurzstrecke 9,1 Liter. Das ergibt einen Testverbrauch von 8,7 Litern pro 100 Kilometer. Zum Vergleich: Opel Kadett 8,4, Mini 1000 8,5 Liter, Fiesta 8,7, VW Polo 8,9, Renault 5 9,2 Liter. Der 40 PS Fiesta verbraucht Normalbenzin. In seinen Tank gehen 34 Liter. Das reicht also für rund 400 Kilometer.
Das kleine Automobil ist erfreulich leicht zu handhaben. Die Lenkung reduziert Fahrbahnуnebenheiten und Antriebseinflüsse auf ein vernünftiges Maß. Sie ist allerdings nicht in jedem Bereich absolut exakt. Das ändert nichts an dem insgesamt guten Fahrverhalten. Der Wagen untersteuert leicht. Das heißt, dass in Grenzbereichen in der Kurve zunächst die Vorderräder zum kurvenäußeren Rand drängen, ein Vorgang, den der Fiesta mühelos auffängt und der die Fahrsicherheit keineswegs beeinträchtigt. Das Auto gibt insgesamt keine Rätsel auf. Die Technik des Fahrwerks ist durchaus dazu angetan, auch stärker strapaziert zu werden, wie dies denn auch von Ford im Gesamtprogramm mit den beiden weiteren 45 und 53 PS Motorversionen offeriert wird. Die Technik: vorne an Querlenkern Einzelradaufhängung mit Federbeinen, hinten Stachachse an Längslenkern und Schraubenfedern. Nicht minder wichtig als das sichere Fahrverhalten der Fahrkomfort. Es ist in dieser Kategorie der kleinen Automobile besonders schwierig, hier die richtige Synthese zu finden. Die langhubige Federung wird mit Unebenheiten recht gut fertig. Deutliche Schwierigkeiten gibt es bei Bodenwellen. Trotzdem verdient sich der Gesamtkomfort keineswegs eine schlechte Note. Gemeinsam ist allen Modellen die gleiche grundsätzliche technische Idee, die unter anderem beispielsweise durch eine hervorragende strömungstechnisch ausgeklügelte Form dem Fiesta Pluspunkte einbringt. Strömungstechnik, das ist beileibe keine Frage der Stilistik, sondern handfeste Mathematik, die richtig angewendet geringeren Verbrauch bewirken kann und damit direkten Nutzen für den Käufer. Der Fiesta hat vorne Scheiben, hinten Trommelbremsen. Vor Jahren war eine solche Art gemischter Bremsanlage noch der besonderen Erwähnung wert und als Pluspunkt zu registrieren. Heute sind auch in dieser Klasse Scheibenbremsen an den Vorderrädern selbstverständlich. Bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Fiesta nach 51 Metern und 20 Zentimetern. Der Fiesta wiegt um die 700 Kilogramm, ein Gewicht, das den Verbrauchswerten wie auch der Beschleunigung zugutekommt. Geringes Gewicht, das bedeutet auch für die Bremsanlage eine geringere Arbeit, die Verzögerung wird erleichtert. Umso erstaunlicher ist es, dass gerade auf diesem Sektor der Fiesta keine allzu glückliche Figur macht. Die Verzögerungswerte selbst sind zwar angemessen und in Ordnung, aber die Belastbarkeit auf Dauer lässt zu wünschen übrig. Und das ist mit Sicherheit nicht nur auf die kleinen Dimensionen der Bremsen zurückzuführen, kleine Dimensionen, die die nur 12 Zoll großen Räder vorschreiben. Die Fiesta-Karosserie bietet neben einer erstklassigen Übersichtlichkeit ein vollwertiges Angebot an Platz. Vorne so gut wie die Konkurrenz, hinten noch etwas besser. Schon die Basisversion hat Verbundglas, eine heizbare Heckscheibe und Automatikgurte. Die Instrumentierung ist ausreichend. Die Heckklappe des Kofferraumes reicht weit nach unten und ermöglicht so eine einfache Beladung. Die Rücklehnen lassen sich umklappen, damit wird der Kofferraum zur Ladefläche. Das Raumangebot selbst ist akzeptabel. Der Fiesta im Kältetest. Er ist bis in alle Einzelteile unterkühlt, und zwar bis auf genau minus 15 Grad. Bevor man den Start versucht, darf man nicht vergessen, den Choke zu ziehen. Eine altertümliche Sache, die schlecht zu einem neuen Auto passt. Am Kaltstartverhalten selbst gibt es nichts auszusetzen. Im Übrigen erreicht der Fiesta seine Betriebstemperatur in einer erstaunlich kurzen Zeitspanne.
Seine Heizung arbeitet ohne Tadel, während die Luftzufuhr insgesamt sicher noch verbesserungsfähig ist. Das Gleiche gilt für die Schaltung, bei der es noch nicht gelungen ist, den üblichen hohen Ford-Standard zu erreichen. So wohnen in verschiedenen Bereichen Plus und Minus dicht beieinander. Und es gibt natürlich auch Mittelwerte. Beim Fiesta zum Beispiel die Geräuschentwicklung im Innenraum 76 Pfund. Test der Windempfindlichkeit. Wagengeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Luftgeschwindigkeit im rechten Winkel zur Fahrbahn ebenfalls 100 km pro Stunde. Schnell erweist sich, dass der frontangetriebene Fiesta mit größter Zurückhaltung reagiert. Es wird bei diesem Testpunkt nicht gegengelenkt. Der Fiesta weicht von der ursprünglichen Fahrtrichtung genau um 2 Meter ab. Das ist ein guter Wert. Besonders wichtig ist es gerade bei kleinen Automobilen, dass sie ihre durch Kalkulation und Preis eng gezogenen technischen Möglichkeiten maximal nutzen. Der Ford Fiesta ist dafür zweifelsohne ein gut gelungenes Beispiel, wobei natürlich in erster Linie die Summe aller Einzeleigenschaften zählt. Zu ihnen gehört bei einem Wendekreis von 9,80 Meter eine gute Handlichkeit ebenso wie eine Produktions- und Verarbeitungsqualität, die für ein kleines Automobil der großen Serie schon immer Probleme darstellte. Probleme, die Ford gut in den Griff bekommen hat. Bei Ford hat man keinen Hehl daraus gemacht, dass der Fiesta das Produkt jahrelanger Studien und Entwicklungen ist. Diese Offenheit hat sicher nicht nur werbliche Hintergründe, sondern zeugt von einer guten Portion Vertrauen ins eigene Fabrikat. Ein Vertrauen, das sicher nicht unberechtigt ist. Der allgemeine technische Kenntnisstand in der Automobilindustrie lässt heute auch bei Neuerscheinungen keine Überraschungen mehr zu. Für einen bestimmten Preis lassen sich eben nur ganz bestimmte Möglichkeiten nutzen. So darf es niemand überraschen, dass auch bei Ford trotz der hohen Entwicklungskosten und Investitionen keine Sensation herauskam. Auf die Beine wurde gestellt ein Automobil, das dem Stand der Technik entspricht. Nicht mehr und nicht weniger. Es wird letzten Endes immer eine ganz individuelle Kaufentscheidung sein, wer aus dem Kreis der Konkurrenz, und dieser Kreis ist groß, letzten Endes den Vorzug erhält. Hier noch einmal die wichtigsten Messwerte in der Zusammenfassung. Beschleunigung von 0 auf 100 km pro Stunde, 19,6 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 134 km pro Stunde. Innengeräuschmessung 76 Pfund. Wendekreis 9,80 Meter. Bremsweg aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 51,20 Meter. Seitenwindabweichung 2 Meter. Testverbrauch 8,7 Liter. Preisempfehlung 8.440 Mark.